Grüßt euch, herzlich willkommen aus dem Artist Travel Studio. Ich bin heute hier, um mit euch über Kontrolle zu sprechen. Und wenn ich über Kontrolle spreche, dann meine ich in dem Fall Kontrolle über mein Arbeitsgerät. Das ist das Wichtigste, was wir zur Hand haben. Wir haben, wenn wir mit Aquarell malen, einen Pinsel. Und wir sollten den Pinsel verstehen und wir sollten den Pinsel auch kontrollieren können. Das Zauberwort, das es da im internationalen Bereich gibt, lautet Brush Control, also Pinselkontrolle. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ihr euch ruhig mal einen Nachmittag mindestens hinsetzen könnt mit einem großen Aquarellpapier. Das funktioniert sogar auf Nicht-Aquarellpapier und mal euch den Pinsel genau anguckt und überlegt, wofür ist der gebaut? Warum ist der so? Warum ist der vielleicht auch so teuer? Warum sind da nicht einfach meine eigenen Haare drin? Und wenn ihr so einen Pinsel bei euch habt, dann würde ich euch empfehlen, mal Folgendes zu machen. Guckt doch mal, was der Pinsel alles kann. Klar, man kann ja so malen. Aber ihr wollt ja nicht immer nur irgendwie malen, sondern ihr wollt ja vielleicht auch mal wirklich einen kontrollierten Strich irgendwo hinsetzen. Wie macht ihr das? Der Pinsel hat hier vorne seine Spitze und von der Physik her ist es so, dass die Farbe dort ist und das Wasser und dass daher die Farbe da abgegeben wird. Hier weiter hinten, ich versuche es mal, ja, da hinten nur noch ganz wenig. Nehmt euren Pinsel und versucht mal folgende Sachen zu machen. Das erste, was ihr mit dem Pinsel mal probiert, ist, dünne Linien zu ziehen. Ja? Wenn ich jetzt den Pinsel hier einfach irgendwie in die Hand nehme und hier so eine Linie ziehe, dann ist die so. Aber ihr wollt ja vielleicht auch dünnere Linien ziehen können. Probiert das aus. Ihr müsst euch mit dem Ding hier anfreunden und müsst es verstehen wie eine Weiterführung von eurer Hand. Ihr müsst ausprobieren, wie ist für mich die beste Art, dünne Linien zu machen. Was habe ich da für eine Möglichkeit, wie ich meine Hand benutze? Kommt das Ganze aus dem Handgelenk? Kommt es eher aus den Fingern? Wenn ich hier so langsam gerade Linien oder dünne Linien machen will, dann wird es schwieriger. Und ihr seht auch, je doller ich aufdrücke, desto dicker wird meine Linie. So ein Naturhaarpinsel, wie ich ihn hier habe, hat den Vorteil, dass ich ihn auch ein bisschen formen kann. Ich mache das jetzt hier extra auf dem Blatt, damit ihr das sehen könnt. Ich forme mir den zurecht und jetzt seht ihr, wenn ihr von oben guckt, dass der nicht mehr breit ist, sondern schmal. Und mit so einem Pinsel kann ich natürlich besser dünne Linien malen, als wenn der rund ist und ich versuche hier eine dünne Linie zu malen. Ist schwieriger. Versucht mit dem Pinsel alle möglichen Strukturen, die ihr wünscht, aufs Blatt zu kriegen. Das ist nicht alles, nur eine dünne Linie zu machen, sondern zum Beispiel hat so ein Pinsel auch die Angewohnheit, wenn es ein guter ist, wenn ihr den hier volle Pulle auflegt. So, ich lasse ihn hier richtig sich so aufs Papier setzen, so einsetzen und dann ziehe ich hier die Linie runter, dann sieht man, ja, jetzt wird es zu trocken, aber die ist immer gleich dick. Und auch damit kann man Sachen machen, vielleicht sogar den nächsten Skyscraper in euer Bild einbauen. Da, immer die gleiche Dicke, immer die gleiche Dicke. Ich kann hier noch ein Hochhaus daneben setzen und da ist es. Das geht natürlich auch noch dicker von der Seite, ist aber ein bisschen schwieriger. So. Was ich sehr, sehr oft benutze, um Sachen zu kolorieren, ist das sogenannte Tupfen. Ich nehme den Pinsel und tupfe den nur hier so hin. Da sieht man es ganz gut. Machen wir ein bisschen mehr Wasser. Hier, ich tupfe hier hin. Hier tupfe ich nur hin. Was passiert? Ich tupfe hier hin. Und ihr seht, dass ich hier an der Stelle viel Farbe habe und dunkle Tonwerte und nach hier ein kleiner Übergang so passiert. Optisch gesehen ist hier mehr rot als hier. Das heißt, mein Gehirn macht daraus einen Übergang. Und so brauche ich zum Beispiel einen Pullover nicht voll auszumalen. Nicht von oben bis unten rot auszumalen, sondern ich setze dem beim Kolorieren einen Fleck dahin. Und nicht einfach einen roten Fleck, sondern einen Fleck mit verschiedenen Tonwerten drin, verschiedenen Strukturen. Da alleine kann euer Sketch schon viel interessanter wirken, als wenn ihr in der Größe jetzt hier so ein T-Shirt oder einen Pullover korrekt ausmalt und alles die gleiche Struktur und den gleichen Tonwert hat. Probiert dünne Linien. Oh, die ist gar nicht so dünn. So. Probiert dicke Linien. Und probiert auch mal das dazwischen. Ich glaube, ich habe es mal als Ballettlinie gelesen irgendwo. Dünn, dick, dünn, hups, dick, dünn, dick, dünn, dick. Man kommt sich da ein bisschen komisch bei vor. Ich mache die Übung auch beim Zeichnen mit einem Bleistift, mit einem Fineliner. Ich möchte, dass die Teilnehmer in den ersten Minuten, in der ersten Session den Stift kennenlernen und alles, was der Stift oder der Pinsel in dem Fall machen kann, erstmal überhaupt begreifen und sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist unser wichtigstes Werkzeug und das müssen wir von oben bis unten kennen und wissen, wie wir Strukturen damit hinbekommen. Bis hin zu so fancy Sachen wie bei dem Pinsel ist hier eine Kratzspitze dran. Da kann man einmal
Pigment oder Farbe transportieren, ja, indem ich hier ganz leicht drauf drücke und hier zum Beispiel Haare rausziehe, wenn das jetzt hier ein rosaner Haarball wäre. So. Oder ich mache das ein bisschen doller und kann richtig Farbe wegkratzen und habe hier schöne weiße Stellen in meiner Farbe. Geht es hier auch noch? Ja. Wichtig ist, was habt ihr da in der Hand und was kann das Ding? Brush Control ist die erste wichtige Lektion, bevor man anfängt mit Aquarell zu malen. Wenn ihr dann mit Aquarell malt und ihr dieses Monstrum quasi bezwängen wollt, dann höre ich immer wieder, dass die Leute sagen, ja, das sieht immer alles so schön aus, die Farben laufen ineinander, aber die laufen nie so, wie ich das will. Und das kann ich verstehen. Es gibt eigentlich nur 3 große Gedanken, die man da erstmal tun sollte. Und zwar mache ich den Pinsel nass, nehme mir Farbe und male damit aufs Papier. So, wie man es von jeder anderen Technik auch kennt. Der Vorteil hierbei ist, dass ihr genau bestimmen könnt, wo Aquarell stattfinden soll. Ich vergrößere diesen Strich hier mal und ihr seht, ich kann hier fast akkurat ein Rechteck malen mit rechten Winkeln, mit Ecken, mit Kanten, mit geraden Linien. Und ich kann genau bestimmen, wo soll mein Rot stattfinden und wo eben nicht. Der Nachteil daran ist, ihr seht es ja selber, ich nehme hier ziemlich dick die Farbe, das sieht hier gar nicht so richtig nach Aquarell aus. Das ist jedenfalls nicht das, was wir von Aquarell kennen. Das sieht hier fast aus wie Gouache oder Acryl, einfach eine einflächige rote Fläche. Im Gegensatz zu dem hier. Das ist ein Effekt, bei dem ganz viele Leute so Geräusche machen wie oh oder ah. Da passiert was. Und zwar, was ist da passiert? Wir haben das Papier vorher nass gemacht. Ich mache das mal hier. So, die Stelle mache ich nass. Und da, wo das Papier schon nass ist, geben wir Kontrolle fast völlig ab. Ich nehme jetzt hier wieder mein Rot. Den Strich fange ich hier an und ihr seht, der ist absolut gerade und hartkantig. Oben harte Kante, unten harte Kante. Jetzt gehe ich hier ins Wasser rein. Und da ist es schon wieder, es zerläuft alles und hier wird er wieder kontrolliert. Da werden die Kanten weich. Das ist Nasse-Nass-Technik. Das ist eine von 2 Techniken. Nasse-Nass, Nass auf Trocken gibt es. Diese beiden gibt es. Das kennt man aus der Aquarellmalerei. Das benutzt man für Unschärfe, für Hintergründe, für Verläufe von Farben, für dieses blumige, weiche. Das hier im Gegensatz dazu benutzt man wie in jeder anderen Malerei für recht konkrete Dinge. Ihr könnt mit Nass auf Trocken, mit dieser Technik fotorealistisch malen. Also kann man lernen. Habe ich selber auch nie gelernt, interessiert mich nicht ganz so doll. Aber ihr könnt das. Ihr könnt genau sagen, Aquarell, du darfst hier rot sein, da bist du bitte gelb und da kommt die nächste Farbe. Das hat viel mit Geduld zu tun, mit Trocknen zu tun, aber es ist möglich. Auf der anderen Seite gibt es was Drittes, und zwar das Nass in Nass faken. Wenn ihr eine Linie hier hin macht, so, ich mache die jetzt extra so hartkantig, da. Auf der Linie ist der obere und der untere Begrenzung sind hartkantig, absolut klar. Ich will das aber nicht. Ich will eigentlich, dass es so aquarelliger aussieht und weicher wird. Das geht. Ich habe hier Wasser auf dem Pinsel, ihr seht, hier passiert gar nichts. Und wenn ich jetzt hier oben, hier mache ich Wasser hin, da, nur Wasser, nichts anderes, ohne dass ich die Farbe darunter berühre. Das ist alles, was ich mache. Und jetzt beim zweiten Gang berühre ich die Farbe. Und jetzt schaut mal, was hier passiert. Kann die auch noch ein bisschen anlösen. So, genau das passiert, was hier gerade passiert ist. Mit dem Unterschied, dass ich erstmal eine kontrollierte Fläche hinsetze und dann entscheide, wo sollen die Aquarellgeschichten passieren, wo soll die Kante weich werden und wo soll das Ganze ein bisschen malerischer werden und nicht mehr so hart und grafisch. Ich zeige das auch mal an einem minimalen kleinen Motiv, damit man es besser versteht. Okay, wie versprochen, ein kleines Motiv, was ganz einfach ist, ein Gesicht. Ein ausgedachtes macht die Sache viel, viel einfacher. Kleiner Tipp für Porträts, nehmt euch nicht ein Foto und legt es euch hin und fangt an, das abzumalen. Horror. Gleich der Druck von Anfang an, den braucht keiner, sondern denkt euch Gesichter erstmal aus. Also, hier ist mein Motiv. Ich mache eine Dunkelheit hier hin, eine Dunkelheit hier hin, eine Dunkelheit hier hin und hier hin.
Mehr brauche ich erstmal gar nicht. Ein bisschen schief ist es. Das hier, was ich gerade eben gemalt habe, und das sieht man hier oben an der Oberlippe, die habt ihr ja wahrscheinlich schon erkannt. Hier kann ich hart genau zeichnen, quasi mit dem Pinsel, was ich für eine Linie hier oben haben will. Es geht mir nur um die obere Linie an der Stelle. Nass auf trocken, volle Kontrolle. Ich kann genau entscheiden, wie dick ist mein Pinsel, wie dick ist mein Strich oder wie dünn. Jetzt Wasser. Und ich verbinde zum Beispiel die beiden hier mal mit Wasser. Und auch den hier verbinde ich mit einem feuchten Pinsel. Ich nehme nur Wasser. Ich lasse hier unten einen Schatten entstehen von dem Aquarell. Und ich habe hier keine andere Farbe dran, ich habe hier nur Wasser dran. Hier mache ich weich diesen, ich weiß nicht, wie das Ding hier heißt, Filtrum. Naja, könnt ihr mich gerne belehren in den Kommentaren, dann weiß ich für immer mal, wie das Ding hier heißt. Und um dem ganzen Gesicht natürlich noch eine Form zu geben, kann ich hier mal mit Wasser machen. So würde das ungefähr aussehen. Und jetzt hole ich mir hier mal ein bisschen Farbe rein. Ganz bisschen. Hier ist ein Kinn, das war nicht so schlau. Nehme ich noch mal ein bisschen Farbe hier unten rein. So. Und jetzt verbinde ich die hier. Und auch wieder, jetzt ist wieder so, dass die Kante komisch aussieht. Die mache ich auch weich. So. Dann hat er noch Wangenknochen. Kann ich hier auch verbinden. Schaut mal, ich verbinde die hier. So. So. Dann gibt es hier auch noch so eine Falte. Die kann man auch noch hier mit verbinden. Ja, okay. Dann kriegt er vielleicht auch noch mit Farbe ein bisschen Ohren hier hinten dran. Die sind weit hinten und uninteressant. Da. Und als letztes kriegt er noch ein bisschen Haare. Und hier mache ich es auch ein bisschen weich. Nur Wasser. Ungefähr so. Ich würde jetzt hier, natürlich, es ging jetzt hier nur um eine kleine Demo. Aber ich hoffe, dass ihr an der Demo seht, dass ich mit nur einer Farbe und den unterschiedlichen Techniken, und zwar nass auf trocken, nass auf nass in nass und auch, was wir als letztes uns angeguckt haben, im Nachhinein nass in nass. Das ist jetzt so eine Sache, da könnte ich jetzt hier auch noch ein paar Sessions dranhängen an dieses Gesicht, aber es geht jetzt hier nicht darum, wie toll und richtig das Gesicht aussieht, sondern was man mit diesen Techniken machen kann und wie wichtig es ist, zu verstehen, dass man Aquarell auf eine gewisse Art und Weise kontrollieren kann, auf eine gewisse Art und Weise nicht kontrollieren kann, hier so tun kann, als könnte man es kontrollieren und ganz am Ende einer Aquarellmalerin-Karriere, eines Malerinnenlebens, weiß man, man kann Aquarell eigentlich nie hundertprozentig kontrollieren. Und das ist aber auch ganz schön. Es gibt immer, auch nach Jahren, einen kleinen Anteil an Zufall. Und den muss man lieben lernen. Den muss man annehmen, lieben lernen und mit dem spielen. Aquarell aktiv mitmalen lassen. Wenn ihr anfangen wollt mit Aquarell, guckt euch erstmal an, was ihr mit einem Pinsel machen könnt. Und dann versteht den Unterschied zwischen fast allen anderen Malereien und der, dass man hier ein lustiges Wechselspiel hat aus Kontrolle und keine Kontrolle. Und wenn ihr das versteht und übt, dann wird es auch besser mit dem Aquarell. Nie ganz gut, wäre ja langweilig, aber besser. Viel Spaß dabei, viel Spaß beim Üben. Ich bin raus. Abonnieren nicht vergessen.